Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird's spannend. Wir haben das teuerste MacBook Pro, 2 TB, 16 GB Arbeitsspeicher und natürlich auch das niegelnagelneue iPad Pro mit 2 TB und 16 GB Arbeitsspeicher. Apple sagt, dass das iPad mittlerweile ein vollwertiger Laptop sein kann und das MacBook Pro ist ja schon ein vollwertiges Laptop, aber wir schauen mal, welches könnte dann das beste Laptop 2021 sein? Wir finden es raus jetzt in diesem Video. Viel Spaß beim Anschauen. Kommen wir als erstes zum Preis. Und hier beim Mac Pro gibt es natürlich den aktuellsten Preis auf der Webseite von Apple für 2.599 €. Dann schwenken wir natürlich mal rüber zum iPad Pro und hier sind wir bei aktuell 2.579 €. Aber beim iPad Pro brauchst du natürlich noch auch dieses wunderbare Magic Keyboard. Und dieses Magic Keyboard kostet nochmal 400 €. Plus den Apple Pencil, den brauchst du ebenfalls nochmal, um das als voll ausgestattetes Laptop anzusehen, sind wir bei 120 €. Heißt, komplett 3.100 € gegen 2.599 €. Hier ist die Tastatur schon dabei, hier ist ebenfalls noch das Trackpad dabei, hier musst du es nochmal extra kaufen, also kleiner Punkt geht schon mal an das MacBook Pro. Auch in Bezug auf die intern verbaute Kamera hat das iPad die Nase vorn. Hier mittlerweile beim MacBook Pro seit 100 Jahren die gleiche Webcam verbaut und ich rede gar nicht drüber. Hier ist ein bisschen was passiert bei Apple und zwar hat man hier vorne die Webcam aktualisiert und gleichzeitig kann sie dich auch tracken. Gerade bei Mobilkonferenzen oder bei anderen Dingen ist es natürlich schön, wenn du hin und her läufst und die Kamera dich ein bisschen trackt, aber schaut's euch selber mal an. Und hier mal als Beispiel die Kameraauflösung vom MacBook Pro. Und ich muss euch ehrlich sagen, in der ganzen Zeit, wo ich jetzt das MacBook Pro hatte, habe ich noch nie die Webcam benutzt. Und ich musste erstmal suchen, wo ich die sozusagen komplett anbekomme. Aber jetzt habe ich es geschafft. Auf alle Fälle die Auflösung vom MacBook Pro hier von der intern verbauten Kamera. Und hier auch nochmal das Bild und der Ton der intern verbauten Kamera vom neuen iPad Pro. Das Problem ist immer noch, du weißt nicht, wo du hingucken sollst. Ich habe mittlerweile die Kamera entdeckt, aber beim MacBook leuchtet natürlich da oben eine grüne Lampe und du weißt ganz genau, dass du dort direkt in die Kamera gucken kannst. Und hier musst du wirklich erstmal die Kamera suchen. Es ist immer noch das Problem, dass du seitlich ein bisschen vorbeiguckst, wenn du nach da guckst oder wenn du nach da oder wenn du nach oben guckst. Aber wer die Kamera finden sollte, der kann natürlich auch direkt in die Kamera schauen. Problematisch ist es halt nur, wenn du nicht weißt, wo sie ist. Und beim MacBook Pro und gleichzeitig auch beim iPad Pro sind natürlich Trackpads verbaut in den Tastaturen. Beim MacBook Pro ist das Trackpad ein bisschen größer und auch nutzerfreundlicher. Du kannst einfach mehr damit anfangen. Beim iPad ist es aufgrund der Tastaturgröße natürlich ein bisschen kleiner geraten, ist aber ebenfalls vollwertig. Du kannst wirklich alles damit machen und gleichzeitig sind natürlich beide Tastaturen auch hintergrundbeleuchtet. Das heißt, dass du im Dunkeln ebenfalls noch vernünftig arbeiten kannst. Du siehst immer, welchen Buchstaben du tippst. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die Tastatur vom MacBook Pro sich etwas besser tippt als die Tastatur vom iPad Pro. Das kann natürlich ebenfalls an dieser Konstellation liegen, hier mit Klein und Plastik. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen besser beim MacBook Pro. Der Winkel des Monitors ist natürlich beim MacBook Pro ein bisschen besser einzustellen. Hier geht es nach vorne und direkt weit nach hinten. Und beim iPad Pro ist das ein bisschen anders. Klar geht es auch nach vorne, also zuklappen ist natürlich wunderbar. Aber der Winkel mit dem Monitor nach hinten zu klappen, der ist hier irgendwann begrenzt, weil natürlich ansonsten das Ganze umfallen würde aufgrund der Schwerkraft. Also wenn es dann weiter nach hinten zu stellen gehen würde, dann müsste man hier vorne noch mehr Gewichte einbauen. Hier sind schon 2 Gewichte drin, aber es ist natürlich dann auch begrenzt, den Monitor nach hinten zu klappen. Man kann aber wunderbar damit arbeiten, das ist kein Problem, aber man sollte es wissen, dass man den Monitor nicht ganz nach hinten klappen kann aufgrund der Konstruktion dieses wunderbaren Magic Keyboards. Womit wir schon beim Monitor wären. Und hier hat natürlich das iPad Pro etwas die Nase vorn, denn hier ist ein Mini-LED-Display verbaut, was die Schwarzwerte natürlich ganz besonders hervorheben kann. Gleichzeitig auch Kontraste, die kommen hier super. Aber das MacBook Pro muss dem nicht nachstehen. Ist natürlich nicht ganz so perfekt wie der Monitor des iPad Pro, aber vom Prinzip her beim Anschauen, also wenn es kein Schwarz ist, dann kann das MacBook Pro komplett mithalten.
Filme schauen, Instagram, Facebook machen natürlich komplett auf beiden Geräten Spaß. Allerdings muss ich ehrlich hier auch wieder den Punkt dem iPad geben, weil beim MacBook ist es natürlich dann auch nervig, wenn du jetzt im Dunkeln das Ding auf dem Bett hast und die Tastatur ständig leuchtet. Also hier ist beim Filmeschauen echt die Tastatur ständig im Weg, währenddessen natürlich hier beim iPad das völlig easy ist. Das kannst du abnehmen und dann kannst du dir sozusagen hier komplett deine Filme entweder hochkant oder auch quer anschauen. Gar kein Problem, und wenn du fertig bist mit Schauen, dann machst du es einfach wieder ran an dieses wunderbare Gehäuse. Also hier ist es natürlich ein bisschen besser, und auch Facebook und Instagram. Ich meine, im Hochkantformat, es ist riesengroß, wenn du dann sozusagen vor dich hin scrollst. Du kannst auch Zeitungen lesen mit diesem Teil. Es macht sich einfach ein bisschen besser, weil es einfach direkt nehmbar ist und für dich universell einstellbar. Und wie gesagt, wenn es dann fertig ist, einfach wieder ran, und dann kannst du natürlich auch komplett wieder arbeiten wie mit einem Laptop. E-Mails schreiben, Texte schreiben, das geht bei beiden unwahrscheinlich gut. Das Laptop legst du dir auf den Schoß, das ist ein bisschen entspannter. Hier kannst du ideal tippen. Das auf dem Schoß ist dann doch immer ein bisschen komisch, aber beim MacBook funktioniert es ideal. Aber das iPad hat natürlich dann auch die Möglichkeit, einfach mal, wenn du jetzt hochkant schreiben möchtest, das Ganze wirklich ins Hochkantformat zu bringen. Allerdings schade, nicht mit dem Magic Keyboard. Eigentlich könnte man bei Apple mal ein bisschen überlegen, ob man das iPad auch mal hochkant irgendwie hier anbringen kann. Da kann man wirklich fast im A4-Format Briefe schreiben oder E-Mails beantworten. Wäre vielleicht eine coole Idee fürs nächste Jahr, wenn dann sozusagen die nächsten Halterungen rauskommen. Allerdings, jetzt geht es momentan noch nicht mit dem iPad, aber vielleicht funktioniert es ja mal irgendwann. Transportieren lassen sich beide Geräte natürlich komfortabel. Allerdings, das iPad Pro ist hier mit dem Magic Trackpad etwas schwerer als das MacBook Pro, was aber nicht besonders gravierend ist. Im Größenvergleich, da ist das iPad Pro dann doch schon etwas kleiner als das MacBook, und das könnte natürlich gerade im Rucksack oder in der Tasche irgendwann mal entscheidend sein. Bei den Anschlüssen ist das MacBook Pro natürlich klar im Vorteil. 2 Thunderbolt-Anschlüsse sind natürlich immer besser als ein Anschluss wie beim iPad Pro. Gerade wenn man viel mit Wechselmedien arbeitet, ist das MacBook wirklich der klare Gewinner dieser Kategorie, und vom Sound her, da bin ich vom iPad echt begeistert. Das MacBook Pro klingt ein bisschen schlechter, ist auch ein bisschen leiser als das iPad Pro, aber hört es euch mal selber an. In puncto Kreativität und kreative Verwendung hat natürlich das iPad Pro die Nase deutlich vorn, denn hier kannst du alles mitmachen, und die Wunderwaffe der ganzen Geschichte heißt natürlich Apple Pencil. Den kannst du beim MacBook Pro natürlich nicht benutzen, aber umso mehr beim iPad Pro, und du kannst zeichnen, du kannst malen, du kannst Videos schneiden, du kannst Fotos und Bilder bearbeiten, du kannst so viel machen, natürlich in unwahrscheinlich guter Schärfe und Handhabung hier beim iPad Pro. Das geht natürlich auch beim MacBook Pro mit dem Trackpad, das kriegt man wunderbar hin, aber mehr Spaß macht es natürlich bei diesem iPad, weil das kann man sich auf den Schoß legen, so hinbauen, wie man es möchte. Gleichzeitig dann durch das Touchscreen macht sich das natürlich irgendwie immer ein bisschen entspannter, als wenn es gerade direkt in der Hand ist, währenddessen natürlich hier immer das Trackpad übersetzen muss. Gerade heutzutage im Zeitalter von Podcasts und natürlich Studio-Tonaufnahmen ist es natürlich auch wichtig, hier gut verbaute interne Mikrofone zu haben. Und das MacBook Pro hat schon hammercoole Mikrofone verbaut, aber ich bin der Meinung, dass hier beim iPad Pro noch ein Ticken mehr gemacht wurde, denn die Mikrofone klingen noch ein bisschen besser, aber bildet euch euer eigenes Urteil. Hallo, und das ist der Ton von den Mikrofonen des MacBook Pro 13 Zoll, und ebenfalls sollte hier richtige Studioqualität am Start sein, aber wie gesagt, ihr entscheidet, welches besser klingt von den Mikrofonen. Hallo, und so klingt der Ton vom nagelneuen iPad Pro 12.9. Durch die vielen verbauten Mikrofone erreicht man hier fast Studioklang, sagt Apple. Ob's stimmt, das entscheidet ihr.
In puncto Mobilität gibt es natürlich dann wieder ein Pünktchen für das iPad Pro, weil du einfach hier mehr Möglichkeiten hast. Klar kannst du dich mit beiden Geräten unwahrscheinlich gut ins WLAN einloggen und das geht schnell, zuverlässig, beziehungsweise du ziehst ja einen Hotspot über dein Telefon. Aber das iPad hat natürlich auch jetzt die Möglichkeit, mit 5G ins mobile Netz zu gehen, wenn du dir die Option damit kaufst. Also Wi-Fi und Cellular kostet nochmal ein bisschen extra, ist ja klar, bei Apple. Aber wie gesagt, du hast die Möglichkeit, hier doppelt mobil quasi zu sein als beim MacBook Pro. Hier kannst du dich natürlich direkt in dein WLAN einloggen. Mobil kann man sagen, auch in den Hotspot des Mobiltelefons, auch die andere Möglichkeit. Aber dadurch, dass hier 5G mobil verbaut ist, hat das iPad ein bisschen hier die Nase vorn. Beide sind natürlich gleich auf bei der Arbeitsgeschwindigkeit und da ist hier komplett M1 verbaut und M1, da geht nichts mehr schief, da funktioniert mittlerweile alles reibungslos. Selbst der Videoschnitt mit 4K, 6K, teilweise auch 8K ist bei beiden Geräten komplett möglich. Und klar, wenn du jetzt über die sozialen Medien scrollst, beziehungsweise hier einige E-Mails schreibst oder dir Filme anguckst, sind beide Geräte gleichwertig in der Qualität. Vom Prinzip Akku, muss man aber ehrlich sagen, ist das MacBook Pro noch einen Ticken besser, denn das MacBook Pro bietet dir deutlich mehr Akkulaufzeit als das iPad Pro. Vielleicht kommt man hier bei Apple ebenfalls nochmal in den Schritt hinein, dass man sagt, man kann hier ebenfalls noch die Akkukapazität erhöhen. Aber momentan ist es so, da hast du echt beim MacBook Pro die Nase vorn. Hier sind es ungefähr 10 Stunden und hier, weiß ich gar nicht, 20 Stunden oder was beim Film gucken. Also ich habe es noch nie irgendwie leer machen können. Das Akku, wenn ich mir Filme angeguckt habe, klar geht es beim Videoschnitt natürlich schneller, ist es dann hier auch, aber das Akku ist beim MacBook Pro immer noch deutlich besser und von der Arbeitsgeschwindigkeit nehmen sich echt beide nicht viel, aber ein bisschen besser ist natürlich auch das iPad, weil du einfach direkt mit den Händen fummeln kannst und ein paar andere Sachen mitmachen kannst. Das kannst du beim MacBook Pro nicht. Gerade in Bezug auf Videoschnitt bin ich natürlich sehr spannend, was beide Geräte so bieten. Zum einen kannst du hier auf dem iPad momentan super gut mit LumaFusion arbeiten. Das ist schnell, das bietet dir alle Performance, die du brauchst. Und für alle LumaFusion-Nutzer, es kommt jetzt LumaFusion 2.5 raus. Und hier ist schon angekündigt, dass man dann auch von der externen Festplatte schneiden kann. Das heißt, du brauchst keine riesige Festplatten-Performance hier auf dem iPad. Du schließt einfach über den Thunderbolt-Anschluss eine schnelle Festplatte an und schneidest dann mit LumaFusion von der externen Festplatte. Das ist natürlich grandios, weil erstens spart es dir Geld und zweitens natürlich auch Arbeit, das ständig hier immer auf das iPad aufzuspielen. Beide Geräte haben die Möglichkeit, im Moment zusammenhängend mit iMovie zu schneiden und das wollen wir jetzt mal vergleichen. Und es ist kaum zu glauben, das iPad ist definitiv schneller als das MacBook Pro beim Rendern. Das MacBook Pro brauchte etwas um die 7 Minuten, um den Film zu rendern und das iPad Pro 6 Minuten 30 Sekunden. Damit ist das iPad Pro mit dem gleichen Arbeitsspeicher und dem gleichen Prozessor im gleichen Programm bei der gleichen Filmlänge 30 Sekunden schneller. Ich weiß nicht, wie das Apple jetzt gemacht hat. Auf alle Fälle den Videoschnitt, das Rendering hat natürlich das neue iPad Pro 2021 gewonnen. Kommen wir zum Fazit von beiden Geräten und das MacBook Pro ist ein cooles Teil und das iPad Pro ist auch richtig gut geworden und jetzt kommt's. Das MacBook Pro ist immer noch das Arbeitstier, was du überall mitnehmen kannst und womit du eine ganze Menge machen kannst. Das iPad Pro ist auch ein Arbeitstier, aber das Problem ist, hier beim MacBook Pro hast du alle Softwaremöglichkeiten dieser Welt zur Verfügung. Du kannst deine Geräte besser anschließen und du kannst natürlich auch mehr mitmachen. Beim iPad Pro hast du ebenfalls die Anschlussmöglichkeit einer externen Festplatte über Thunderbolt. Das geht auch schnell. Du kannst alles aufspielen. Ich finde das Dateimanagement aber beim iPad ein bisschen komplizierter als hier beim MacBook Pro. Das ist schon mal die erste Sache. Die zweite Sache ist natürlich das Akku. Hier kannst du länger arbeiten als beim iPad, aber der kreative Wert ist natürlich beim iPad deutlich höher. Hier kannst du das Ding abnehmen, du kannst das mit ins Bett nehmen, du kannst mit dem Apple Pencil eine ganze Menge anstellen, du kannst den Videoschnitt per Hand machen und du kannst eine Menge mehr machen. Das Problem ist bloß, liebe Softwareentwickler, macht endlich komplett
alle Apps hier für das iPad Pro fertig. Für Videoschnitt fehlt noch eine Menge. Fotobearbeitung ist auch noch nicht so optimal am iPad. Da kannst du hier immer noch mehr machen beim MacBook Pro und natürlich auch die anderen Dinge. Also, wenn hier die Softwareentwickler richtig durchstarten und innerhalb von einem Jahr unwahrscheinlich gute Apps entwickeln, sodass man wirklich die komplette Softwarevielfalt im iPad Pro nutzen kann, bin ich sogar der Meinung, dass das iPad Pro immer besser wird als Laptop. Momentan 2021 mit dem niegelnagelneuen iPad Pro und dem MacBook Pro M1 kannst du echt mehr anfangen mit dem MacBook Pro als mit dem iPad in Sachen Software. Ansonsten Arbeitsgeschwindigkeit und natürlich Performance. Da ist das iPad jetzt dank des M1 komplett dabei. Das geht ab wie Luzi und das macht auch Spaß. Aber wie gesagt, es ist noch nicht alles fertig und wenn du das iPad kaufen möchtest, dann vielleicht noch bis zum Sommer, nach dem Sommer warten, weil dann läuft alles, dann gibt es wahrscheinlich auch nach der WWDC bessere Möglichkeiten, hier die Apps zu nutzen. Bei MacBook Pro ist mittlerweile alles soweit. Am Anfang war es auch ein bisschen kompliziert. Da liefen dann nicht alle Programme, weil sie halt erst M1-kompatibel gemacht werden mussten. Aber mittlerweile läuft das beim M1. Der rollt, der macht richtig gute Sachen. Und hier beim iPad wird das auch so werden. Apple ist halt ein bisschen zu früh mit der Hardware, aber irgendjemand muss ja vorlegen. Also legen die natürlich ein komplettes iPad mit dem M1 und 16 GB Arbeitsspeicher vor. Das ist grandios, aber du kannst halt dieses Power-Performance-Management noch nicht nutzen beim iPad. Das ist noch nicht möglich. Das ist noch komplizierter als beim MacBook Pro und deswegen leider immer noch das MacBook Pro das beste Laptop nach dem iPad. Aber wenn die Softwareentwickler direkt schalten und richtig Gas geben, wird irgendwann das iPad aufgrund dieser unwahrscheinlich vielen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die du damit hast, das absolute Laptop werden. Da bin ich natürlich ganz, ganz sicher und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sehr gerne bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Abo, ein Like bzw. einen Kommentar. Wie seht ihr das mit den beiden Geräten? Und damit bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und winke, winke.